Hey Leute, ich bin Jannis von Hidden Jam und heute gibt es unsere 8 schönsten Spots aus den Dolomiten. Die Dolomiten sind eine italienische Gebirgsgruppe in den Südalpen. Richtig gehört, Berge in Italien. Aber so italienisch sieht es da gar nicht aus. Einige Teile der Dolomiten gehören auch erst seit knapp 100 Jahren zu Italien. Und sie gehören zum UNESCO-Weltnaturerbe. Außerdem sind es die schönsten Berge, die ich jemals gesehen habe. Typisch für die Gegend sind die abrupte Wechsel zwischen sanften Almen und den darauf sitzenden steilen Riffen aus Kalkstein und Dolomit. Starten wir rein mit unserem 8. Spot. Die Kirche St. Johann vor der Geißlergruppe ist eine kleine Kapelle auf privatem Grund im Vilniustal in Südtirol. Im Hintergrund liegt das Hochgebirgsmassiv der Geißlergruppe. Privat heißt in dem Fall, dass ihr nicht einfach so zur Kirche kommt. Man kann sie allerdings mieten und sogar für Hochzeiten nutzen. Ansonsten ist es aber eher ein Spot für einen kleinen Zwischenstopp. Der Ort ist in erster Linie für Fotografen interessant. Da würde ich als Fotograf auch gerne mal eine Hochzeit begleiten. Jetzt kommen wir zu einem etwas abgeschotteten Spot. Der Sorapes-See ist ein kleiner See mitten in felsigen Bergen. Die Wanderung zum See zählt zu den schönsten Touren in den Dolomiten. Sie dauert ca. 2 Stunden. Der See ist bekannt für seine intensiven Farbtöne von Blau bis Aquamarinblau. Die Färbung ist auf den hochfeinen Felsstaub zurückzuführen. Da die Wanderung sehr bekannt ist und es schnell überlaufen sein kann, würden wir empfehlen, sich früh morgens auf den Weg zu machen. Als nächstes gibt es einen wahren Hidden Jam, keine Marmelade dabei, der Hexenstein. Der Hexenstein ist ein Gipfel in den Dolomiten. Der steile Gipfel ist fast 2500 Meter hoch. Hier müssen wir erstmal einen kleinen Geschichtsexkurs machen. Der Hexenstein war ein zentrales Kampfgebiet im Gebirgskrieg 1915 bis 1918. Im Ersten Weltkrieg war dieser Bergkamm eine undurchdringbare österreichische Verteidigungslinie für die italienischen Truppen. Und es war ein wichtiger Beobachtungspunkt. Heute kann man da zum Glück einfach nur in Ruhe die Natur beobachten. Und man kann Klettersteige in der Gegend machen. Die Schützengräben und Stollen sind teilweise restauriert und man kann sie immer noch angucken. Der Weg zum Gipfel geht durch kleine Tunnel, Felsspalten und über Stufen und eiserne Leitern, also vielleicht nicht was für jedermann. Beim nächsten Spot wird es sonnig und idyllisch. Die Seiser Alm ist die größte Hochalm Europas und liegt auf bis zu 2350 Meter über dem Meeresspiegel. Mit 300 Sonntagen scheint hier fast immer die Sonne. Die 56 Quadratmeter laden perfekt ein, um Bergtouren und Wanderungen zu machen. Wir würden empfehlen, dort zum Sonnenaufgang hinzufahren. Richtig, ihr könnt mit dem Auto dahin fahren. Dabei solltet ihr aber die Öffnungszeiten der Straße beachten. Zwischen 9 und 17 Uhr ist die Straße gesperrt. Ihr könnt in der Zeit aber die Gondel benutzen. Ab dort müsst ihr dann aber zu Fuß weiter wandern. Von schwindelerregenden Höhen geht es jetzt in ein Tal. Idyllisch bleibt es aber trotzdem. Der Praxer Wildsee ist in einem Felsenkessel eingezwängt und wird vom majestätischen Seekofel überragt. Er gilt als der schönste See in den Dolomiten. Hier kommt eigentlich jeder auf seine Kosten. Wanderer, Familien, Badegäste und Fotografen. Man kann sich auch Ruderboote ausleihen und über den See schweben. Aber Achtung, nicht, dass ihr aus Versehen in das Tor zur Unterwelt fahrt. Die Besucherzahl für den See ist begrenzt, erkundigt euch also vorher genau. Wir verlassen den See und kommen jetzt zu unserem Platz 3, die 3 Zinnen. Die 3 Zinnen sind das Wahrzeichen der Dolomiten. Es sind im Prinzip 3 riesige Hinkelsteine, die hoch in die Luft tragen. Der höchste reicht sogar auf 2999 Meter. Nach einer Autofahrt auf der kostenpflichtigen Straße kann man vom Parkplatz aus in der Umgebung wandern gehen. Eine Berghütte lädt zur Rast ein. Es gibt sogar Leute, die die 3 Zinnen beklettern. Ich kletter lieber auf einen kleinen Felsen daneben. Für Geschichtsfreaks, im Ersten Weltkrieg waren die 3 Zinnen sogar heftig umkämpft zwischen dem Königreich Italien und Österreich-Ungarn. Wir reisen 45 Kilometer in den Westen und kommen jetzt zu unserem 2. Platz. Sequeda. Sequeda ist, wie kann es in den Dolomiten auch anders sein, ein hoher Berg, knapp 2500 Meter hoch. Die Form der Berge ist einmalig und man fragt sich, wie die Natur nur so aussehen kann. Die steilen Klippen lassen den Berg noch größer wirken, als er ohnehin schon ist. Man kommt mit einer Gondel auf den Sequeda-Berg und oben gibt es auch ein Restaurant. Man kann sich hier also auch entspannt länger aufhalten und die Gegend genießen. Im Sommer bietet sich die Gegend zum Wandern oder Entspannen an, im Winter ist es ein Skigebiet.
Wieder 45 Kilometer zurück kommen wir zum Top-Spot unserer Liste. Mordor. Jedenfalls nennen wir den Ort so. Keine Ahnung, ob er überhaupt einen Namen hat. Es ist eine unglaublich außergewöhnliche, riesige Felsformation. Vom Parkplatz der Drei Zinnen geht man ca. 50 Minuten Richtung Süden und kommt dann nach einigen Kurven zu einer Landzunge mit einem traumhaften Blick auf die Kardini-Berggruppe. Da schmilzt jedes Fotografenherz. Man kommt sich vor diesen gigantischen Bergen so winzig vor und die Natur zeigt sich von ihrer majestätischsten Seite. Man muss sagen, dass der Weg dorthin nicht der sicherste ist, weil man sich teilweise auf schmalen Pfaden bewegt, wo es seitlich hunderte Meter runtergeht, ohne Zäune oder ähnliches. Schwierig ist die Wanderung aber nicht. Für die Aussicht lohnt es sich auf jeden Fall. Und als ich dort war, wollte ich nicht mehr weg. Ja, das waren unsere Top-Spots aus den Dolomiten. Wir hoffen, euch hat das gefallen. Wenn wir Sachen vergessen haben, wo ihr sagt, boah, das muss da rein, schreibt uns das gerne in die Kommentare. Vielleicht gibt es ja einen zweiten Special-Extra-Teil zu den Dolomiten. Ansonsten schaut gerne auf unserer Website vorbei, da gibt es weitere Infos zu Öffnungszeiten, Anreise, Sachen und so weiter. Einfach mal reinklicken. Ja, ansonsten gerne Glocke aktivieren und bis zum nächsten Mal. Leute, haut rein. Das war Jannis von Hidden Gem. Bis denn.